Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um Inkscape für Einsteiger. Inkscape 1.2 ist ja erschienen und da hat sich so viel verändert, dass ich gedacht habe, ich mache ein neues Einsteigervideo. Das wird ein bisschen länger dauern und ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen. Es ist ein absolutes Einsteigervideo. Ich beginne gleich einmal mit dieser Menüleiste, damit die ein bisschen größer ist, kleiner, wie es eben gerne hättet. Da habe ich hier mal das Bearbeiten, Einstellungen und hier kann ich hergehen, einmal das Thema. Ich habe hier das High Kontrast und da kann man eben verschiedene Themen auswählen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Dann habe ich hier die Leisten, das heißt hier diese Werkzeugleiste und diese Hilfswerkzeuge und diese Ebenen und so weiter und so fort. Und da kann ich eben hergehen, die einzelnen erstens auswählen und zweitens hier vergrößern und verkleinern. Ich habe das gerne groß. Warum? Weil ich für euch gerne Videos mache und da hilft es nichts, wenn das auf 100% eingestellt ist und das Ganze dann so ausschaut. Ich mache das überdimensional, habe somit diese Schaltflächen von den Werkzeugen. Könnt ihr hier auch einzelne Werkzeuge und Leisten eben auswählen. Dann habe ich das Fenster, das habe ich maximiert, die Gitter. Hier gehe ich zuerst auf Ansicht und gehe hier auf Seitengitter. Und dann kann ich eben hierher gehen und unter Dokumenteinstellungen die Gitter eben dementsprechend ändern. Rechteckiges Gitter, axonometrisches Gitter. Sag hier neu und dann haben wir hier, müsste das jetzt vorher entfernen, damit es was gleich schaut. So, genau mal auf Entfernen und sag neu. Und jetzt habe ich diese axonometrischen Gitter. Kann hier reinzoomen und schaut das Ganze so aus. Mit dem kann ich hier zum Beispiel mit dem Bezier-Werkzeug, ich stelle jetzt keinen hier, wunderbar arbeiten. Nach Punkt. Ist jetzt das Magnet ist eingeschaltet. Dann kann ich das gut schließen. So, das entferne ich jetzt das Ganze. Und ich sage, ich möchte jetzt das klassische rechteckige Gitter. Ich sage neu. Und hier kann ich eben die Abstände auf 6 und da auch auf 6 gehen zum Beispiel. Und dann kann ich hier das gleiche machen. Ihr seht hier das kleine rote Xl, dieser Anfasser. Und da kann ich wirklich genau arbeiten, wie bei so einem alten Schulheft. Dann kann ich das Ganze schließen und habe schon einen Grundriss. So, jetzt aber zurück zu den Einstellungen. Die Befehlseingaben hier, Tastenkürzel. Hier möchte ich mir jetzt gar nicht großartig aufhalten. Hier das System, hier kann ich die Rechtschreibprüfung noch einschalten und so weiter und so fort. Aber mit dem möchte ich mir jetzt gar nicht großartig aufhalten. Ich mache da jetzt zu und gehe zu die Datei Dokumenteinstellungen und hier kann ich eben leider diese Arbeitsfläche überhaupt nicht mehr ausblenden. Das hat man bei den Vorgängerversionen noch können. Hier kann ich eben einstellen A4 und viele andere Formate bis hin zu amerikanische Formate und so weiter und so fort. Ich bleibe jetzt einmal beim klassischen A4, beim DIN A4. Anzeigeeinheiten stelle ich um gerne auf Pixel. Die Skalierung passt mir so. Und dann die Hilfslinien, die Farben passen mir auch so. Gitter haben wir gerade gehabt vorhin. Da kann ich eben diese Abstände einstellen. So, gehen wir mal rauf auf 12 und hier auch auf 12. Dann kann man hier wunderbar arbeiten. Okay, da haben wir schon einmal unsere groben Dokumenteinstellungen. Dabei möchte ich es einmal belassen. Ja, der nächste Punkt wäre dann einfache Figuren erstellen. Dazu haben wir hier unsere Werkzeuge eben Rechtecke und Quadrate, Kreise, Ellipsen und Bögen erstellen und
Sterne und Polygone erstellen. Diese 3 Punkte möchte ich jetzt mit euch durchgehen. Die Arbeitsfläche mit Steuerung Mausrad nach oben vergrößere ich ein bisschen und wir beginnen einmal mit einem Rechteck. Tippe da mit der linken Maustaste drauf, ziehen wir hier so ein Rechteck auf und hier seht ihr schon, hier haben wir eine schwarze Farbe. Ich ändere das hier unten auf Rot, hier unten die Farben und ich könnte mit der gedrückten Shift-Taste und zum Beispiel schwarz auch eine Kontur erstellen. Hier unten kann ich die Konturen ändern, ich mache da einen Klick drauf und hier rechts oben dann unter Füllung und Kontur. Alternativ könnt ihr auch Objekt, Füllung und Kontur einschalten und Muster der Kontur, da kann ich jetzt mit der Kontur zum Beispiel ein bisschen nach oben fahren oder nach unten, das ist Geschmackssache. Ich lasse das jetzt relativ stark, dass das für euch besser ersichtlich ist. So, lassen wir das. Kann hier mit der gedrückten Shift-Taste die Konturfarbe ändern oder mit diesem XL hier links unten und der gedrückten Shift-Taste die Kontur einfach weggeben. Ich lasse die Kontur jetzt, Shift-Taste und wieder eine blaue Kontur und könnte jetzt mit dem XL den Inhalt, dann ist das Ganze durchsichtig. Ich zeige euch das ganz kurz mit einem neuen Rechteck und Rot zum Beispiel und einer schwarzen Kontur und dann gehe ich mit der Bildtaste nach unten und ihr seht hier, dieses Rechteck hat jetzt überhaupt keine Farbe drinnen, das ist transparent und ich kann das natürlich jederzeit füllen wieder, hier mit Gelb und somit haben wir schon unser erstes Rechteck. Ich lösche das wieder mit der Entfernen-Taste. Noch einmal unser Rechtecke und Quadrate erstellen. Ich drücke jetzt die Steuerungstaste und mit der gedrückten Steuerungstaste habe ich ein schönes Quadrat. Hier kann ich auch wieder Shift X eben die Kontur entfernen und hier könnte ich jetzt die Farbe ändern und somit haben wir unser Quadrat mit Farbe gefüllt und ich mache jetzt mit Shift und einen Schwarz, einmal schwarz, hier haben wir unser Quadrat. Mit dem Kreisen- und Ellipsenwerkzeug funktioniert das ganz gleich. Ich kann hier eine Ellipse erstellen, hier wieder mit der Shift-Taste und unten das XL habe ich wieder diese Ellipse ohne Kontur. Kann jederzeit die Farbe ändern, auf Blau zum Beispiel, kann hier mit der gedrückten Shift-Taste wieder zum Beispiel eine Kontur erstellen und kann sagen, ich möchte keinen Inhalt haben und dann habe ich hier transparent, kann das natürlich auch weiß machen, das ist natürlich ein Unterschied, hier habe ich jetzt eine weiße Farbe drinnen, ich erstelle noch einmal eine zweite Ellipse, da geben wir jetzt eine Farbe rein, gehe mit der Bildtaste nach unten und hier seht ihr, diese Ellipse hat einen weißen Inhalt. Ich markiere wieder diese zweite Ellipse und jetzt möchte ich das Ganze eben ohne Farbe haben. Gehe hier auf X und ihr seht, somit haben wir schon die Farbe entfernt und der Inhalt ist transparent. Lösche ich wieder weg mit der Entfernen-Taste. Und jetzt möchte ich einen schönen Kreis, wieder mit der Steuerungstaste und somit und so noch so 45 Grad nach rechts unten oder rechts oben. Und wir haben einen wunderschönen Kreis. Eine andere Farbe. Hier haben wir auch schon unseren Kreis. Hier mit den Farben ändern wieder. Wie gehabt. Konturenfarbe ändern. Shift-Taste. Und somit haben wir einen Kreis erstellt. Das nächste interessante Werkzeug ist Sterne und Polygone erstellen. Hier tippe ich einmal drauf. Hier habe ich gewöhnliches Viereck, Polygon oder eben dieses Sternwerkzeug. Hier kann ich die Ecken einstellen und sogar Abrundungen und sogar Zufallsänderungen kann ich hier einstellen. Die Zufallsänderungen lassen wir außen vor. Das könnt ihr euch selber herumspielen. Das ist ja wirklich eine Spielerei. Das benötige ich eigentlich nie.
Die Abrundungen sind ganz interessant und ich sage, ich möchte jetzt ein gewöhnliches Viereck und mache da mal so 7 Ecken und ziehe mir da das Ganze so auf. Kann das natürlich beliebig oft machen, kann hier die Eckenanzahl ändern, 5 Ecken, kann hier wie gehabt wieder die Farben ändern. Das gleiche System wie bei den Kreisen, Rechteck, das haben wir auch bei den Sternen und Polygonen und Figuren. Das bleibt eigentlich dann überall gleich. Bei den Sternen, hier kann ich die Sterne einstellen, 5 Ecken zum Beispiel und ja, da haben wir bereits einen Stern mit ziemlich großen Konturen. Wie gesagt, unter Objekt, Füllung und Kontur einstellen, hier Muster der Kontur, da fahre ich jetzt einmal ein bisschen nach unten, damit es ein bisschen besser ausschaut und die Kontur, die entferne ich überhaupt mit X. Die Farbe des Sterns gefällt mir auch nicht, die mache ich blau. Einen 5-eckigen Stern, den kann ich natürlich auch jederzeit verändern. Ja, so haben wir schon fast eine Sonne und da mache ich jetzt eine dunklere Kontur. Somit haben wir auch schon unseren Stern. Fahren wir wieder runter, dass das wieder ein bisschen mehr wie ein Stern ausschaut. Kann da natürlich jederzeit die Größe ändern, Steuerung, Taste und somit halt kann ich größer und kleiner machen. Kann hier ohne die gedrückten Steuerungstaste das auch verziehen, wie ich es brauche. Linke Maustaste gedrückt halten und somit habt ihr euren Stern. Hier unten bei den Farben ist noch ganz interessant, das hat sich auch geändert mit 1.2. Hier rechts unten, ganz rechts, könnt ihr zum Beispiel, ja, ich sage, ich möchte jetzt Goldtöne haben und hol mir die Goldtöne rein und dann habe ich da wirklich nur rein die Goldtöne. Ist auch ganz interessant, ist auch eine schöne Erweiterung und finde ich auch ganz interessant. Und das war es einmal mit diesen 3 Figuren. Ja, machen wir gleich weiter beim nächsten Punkt. Ihr seht hier diese 4 Linien, Rechtecke, wie man will. Und die sind jetzt ja durcheinander gewirbelt, wenn man so will. Und die möchte ich jetzt neu anordnen und ausrichten. Und da gibt es die Möglichkeit unter Objekt, Ausrichten und Verteilen. Und dann seht ihr hier rechts um diese Möglichkeiten. Hier kann man vertikal zentrieren, horizontal zentrieren, horizontal mit gleichem Abstand zwischen rechten Kanten und verteilen. Die beiden sind für mich einmal jetzt die wichtigsten eigentlich. Dazu markiere ich jetzt diese 5 Elemente, sage, ich möchte einmal horizontal zentrieren und einmal horizontal mit gleichem Abstand. Und schon haben wir die Abstände, die wir gerne hätten. Hier sind exakt hier zwischen die Abstände. Nach der Oberkante kann man natürlich auch ausrichten. Wenn jetzt zum Beispiel hier nehme ich da Transparenz her, markiere mal diese 4 Rechtecke und zum Schluss eben dieses große Rechteck und sage hier Oberkante, nach Oberkante ausrichten, zuletzt gewählt und dann ist eben auf dieser Kante oben werden diese 5 Elemente ausgerichtet. Ziemlich praktisch, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Teil. Dazu mache ich jetzt einmal ein Rechteck, Ellipse, die eine fülle ich mit Rot, das Rechteck machen wir ein Blau. So, und jetzt überschneiden wir das ein bisschen, markieren beide und jetzt gibt es die Möglichkeit unter Pfad zum Beispiel die beiden Elemente jetzt zu vereinen. Und hier seht ihr, haben wir jetzt ein Element. Steuerung Z. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Pfad, Überschneidung zum Beispiel. Die Flächen, die die beiden Elemente gleich haben, die erscheint uns jetzt hier noch am Ende. Steuerung Z. Exklusiv oder Ausschluss. Und hier sieht man genau dieses Teil, wo die Überschneidung ist der beiden Teile.
wird ausgespart quasi, hier transparent gemacht. Da sieht man das schön, dass das transparent ist und nicht weiß. Dann Division und hier seht ihr hier das Teil, was da auch überschnitten hat, haben wir hier 2 Teile draus. Auch ein praktisches Werkzeug. Was haben wir hier noch? Kombinieren. Und ihr seht, die sind kombiniert und trotzdem 2 Teile. Hier sieht man noch die Kontur schön. Ja, das waren einmal so die wichtigsten Pfadoptionen neben Bitmap nachzeichnen. Da kommen wir später noch dazu. Ich würde einmal sagen, das sind einmal die wichtigsten Werkzeuge und der Pfad, wenn wir mehrere Teile miteinander kombinieren möchten. Natürlich auch mit Sterne möglich, mit mehreren Teilen. So, Pfad, Vereinigung und dann haben wir hier ein Teil. Als nächstes möchte ich einfache Farbverläufe erstellen und dazu machen wir mal eine neue Figur. Ich schließe das Ganze einmal hier, entferne das, markieren mit der linken Maustaste und entfernen Taste und machen wir so ein Rechteck zum Beispiel einmal. Hier seht ihr die Kontur, die rote und den blauen Inhalt. Hier oben seht ihr den einfachen Farbverläufe erstellen und bearbeiten. Und hier könnt ihr mit der gedrückten linken Maustaste in dieses Objekt reinfahren. Das könnt ihr auch übrigens mit der Kontur machen und hier mal so herfahren. Das wird bei euch jetzt ein bisschen anders ausschauen. Hier unten könnt ihr nämlich die Farben verändern. Die Farbe jetzt würde sich hier verändern. Hier dieser blaue Kreis ist zurzeit aktiviert und da könnte ich jetzt zum Beispiel ein Rot reinsetzen. Blau auf Rot. Das kann ich natürlich auch hier das Quadrat markieren und sagen, ich möchte da ein Orange oder ein Gelb. Das ist noch nicht alles. Ich kann auch hierher gehen und sagen, hier zwischendrin möchte ich noch einen anderen Ton haben, zum Beispiel ein Grün. Dann haben wir hier Gelb auf Grün auf Rot. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das nicht linear haben, dann kann ich hierher gehen auf Objekt, Füllung und Kontur und hier rechts oben seht ihr dann diese Einstellungen. Hier eben haben wir eine einfache Farbe, dann haben wir hier den linearen Farbverlauf oder wir können umstellen auf radialen Farbverlauf. Hier haben wir schon den radialen Farbverlauf. Den können wir natürlich jederzeit ändern, größer, kleiner ziehen. Ich könnte auch hier gehen, diese eingefügte Farbe nach oben ziehen, nach unten mit der gedrückten linken Maustaste. Und ich kann natürlich auch sagen, ich möchte da jetzt noch ein zarteres Rot haben und dann haben wir diesen Effekt. Kann natürlich jederzeit hier auf Linear zurückspringen und dann haben wir diesen linearen Farbverlauf. Jetzt möchte ich noch hier mit einer Sterne- und Polygone Werkzeug möchte ich da jetzt noch etwas machen. Ziehen wir da mal so eine Figur auf. Ihr seht die Einstellungen, falls ihr das gleiche haben wollt wie ich hier. Gewöhnliches Viereck mit 6 Ecken und mit einer minus 0,4. Und jetzt sage ich, ich möchte hier ein Verlaufsgitter erstellen und dann fahre ich hier so drüber. Und ihr seht hier schon die Veränderung. Könnt ihr hier jetzt diese Ecke markieren und sagen, die möchte ich jetzt blau haben. Dann geht es hier rein von blau auf dieses zartrosa, was da vorher gegeben hat. Und ich kann jetzt auch sagen, ich möchte hier markieren und auf gelb ändern. Auf gelb ändern zum Beispiel. Ich kann hier auch den ganzen Mittelpunkt markieren und sagen, ich möchte hier eine dunklere Farbe haben. Kann hier also einzelne Punkte auswählen, hier außen wie ein Spinnennetz und kann auch hierher gehen und wieder wie eben dieses besagte Spinnennetz hier einzelne Punkte wieder setzen und hier noch einmal Farben ändern. Zum Beispiel einmal ein zartes Grün.
Finde ich auch ein spannendes Werkzeug. Dann haben wir ein Rot und dann haben wir hier so einen bunten Fleckerlteppich. Dann haben wir ein Orange. Das unten mit den Farben habe ich euch schon gezeigt, wie ihr die Farben ändert. Finde, das ist ein nützliches Tool, was hier hinzugekommen ist, das eben mit dem Verlaufsgitter, das ja auch schon vorher gegeben hat in den alten Versionen. Aber diesmal hat es wirklich als eigenes Werkzeug in die Werkzeugliste geschafft. Völlig zu Recht meiner Meinung nach. Das wäre es einmal gewesen mit den Farbverläufen. Eines der mächtigsten Werkzeuge, das Inkscape zu bieten hat, ist für mich das Bezier-Werkzeug. Zwar findet ihr das hier oben in der Werkzeugliste an, in diesem Bereich. Drücke mal Bezier drauf und gehe hier, habe hier die verschiedenen einfachen Möglichkeiten mit dem Bezier zu arbeiten. Hier einmal erstelle einen gewöhnlichen Bezier-Pfad, mit dem ich meistens arbeite, und da ist jetzt Ellipsenform eingestellt. Das Ganze schaut dann so aus. Hier seht ihr eine Ellipsenform, geht es dann konisch zusammen. Ich bleibe einmal bei keine und zeige mal euch, wie ich hier einen einfachen Pfad erstellen kann. Hier einfach erstelle gewöhnlichen Bezier-Pfad, Form keine. Dann fahre ich einmal hier einfach eine Runde. Immer mit der linken Maustaste kann ich bestätigen. Und wenn ich auf der linken Maustaste drauf bleibe, dann kann ich hier auch Kurvenformen erstellen. So schaut das Ganze dann aus. Zum Beispiel möchte ich jetzt diese junge Dame hier ausschneiden und könnte hier eben mit dem Bezier-Pfad hier ganz einfach, hier gehe ich einfach hierher auf den Hut. Mache einfach hier einen Punkt und ziehe mir dann hier eben die Kurve, so wie ich es benötige. Ihr seht hier diese feine rote Kurve und dann kann ich eben hier relativ rasch und zügig mit ein bisschen Übung zum Beispiel diesen Hut und dieses Gesicht ausschneiden. Das zeige ich euch jetzt ganz schnell. Das geht mit dem Bezier-Werkzeug wirklich wunderbar. So, und gehen wir mal hierher. Jetzt habe ich das mit dem Bezier-Werkzeug einmal grob umzeichnet und mit dem Bezier-Werkzeug geht es wirklich am besten. Ich kann jetzt hergehen und sagen, ich möchte dieses Gesicht eben ausschneiden. Hier markiere ich den Pfad des Bezier-Werkzeuges, drücke auf die Shift-Taste und markiere auch noch dieses Foto, rechte Maustaste und sage Ausschneidemaske setzen und dann haben wir schon dieses Bild grob jetzt ausgeschnitten. Nur mal um die Funktion zu erklären, das Bezier-Werkzeug also kann wirklich sehr behilflich sein. Dann geht es noch weiter, hier kann man dann noch mit dem Spiro-Pfad arbeiten und wirklich runde Formen punktgenau eben nachzeichnen oder selbst formen und am Ende, das funktioniert beim Bezier-Werkzeug immer gleich, kann ich den Bezier-Pfad wieder schließen, indem ich da wieder drauf gehe und sobald das Ganze rot wird, drücke ich noch einmal drauf und dann ist das geschlossen. Ich könnte jetzt auch eine Füllung geben, eine Farbe. Ja, das ist ein ziemlich spannendes Werkzeug. So viel einmal grob zum Bezier-Werkzeug. Der nächste Punkt ist in der Werkzeugleiste das Textwerkzeug. Hier kann man eben mit dem Textwerkzeug unter gedrückten linken Maustaste ein Textfeld aufziehen. Mache das einmal so. Und Steuerung V kann ich einen kopierten Text hier einfügen. Könnte ich natürlich auch selber tippen. Und
Hier oben kann ich hier die Schriftarten einstellen. Kann einmal da versuchen, ein Areal zu finden. Fette Schrift, normale Schrift und so weiter und so fort. Hier kann ich die Linienabstände vergrößern, zum Beispiel. Die Größe der Schrift natürlich auch. Ich bleibe jetzt einmal bei einer 10er Schrift. Und neu bei Inkscape 1.2 ist folgender interessanter Punkt. Ich gehe mal hierher, ziehe mir da so eine Figur auf und noch eine zweite Figur, so, und mit der gedrückten Shift-Taste markiere ich die beiden, sage Pfad und Differenz und dann haben wir diese Figur. Entferne die Farbe, ganz unten links mit diesem roten Kreuzerl auf weißem Hintergrund, und dann markiere ich diesen Rahmen, der ist jetzt ohne Füllung, drücke die Shift-Taste und den Text und gehe hier auf Text und sage Umbruch an Form anpassen, und schon haben wir hier den Text genau in dieser Form. Ich kann jetzt den Text markieren. Doppelklick, und da kann ich auch die Abstände bearbeiten. Ich könnte hier auch noch hergehen und ein Rechteck machen und so einen Platzhalter noch hinzufügen. Mache da so ein Rechteck, lasse die Farbe hier drinnen oder gebe ihr irgendeine Farbe. So, markiere dieses Rechteck, mache da so ein bisschen kleiner. Ich gehe jetzt davon aus, ich möchte hier irgendwo in diesem Bereich ein kleines Foto haben. Markiere diesen Bereich, drücke die Shift-Taste und den Textbereich und gehe auf Text, Rahmen umfließen. Tut sich da mal nichts. Nehme jetzt dieses Rechteck und setze es da hierher. Mache dann einen Doppelklick hier auf den Text und kann hier den Abstand zu diesem Bild dann vergrößern, verkleinern, und dann hat man hier diesen Effekt. Kann hier auch das noch größer machen, wenn das Bild dann größer ist. Den Abstand möchte ich jetzt nicht so groß haben. So, und dann kann man den Text wunderbar um dieses Foto, das ist jetzt der Platzhalter für dieses Foto, mit einem Foto selbst habe ich das noch nicht geschafft. Hier würde ich dann das Foto drauflegen und dann habe ich hier den Text zu dem Bild. Soweit zu dem Text. Das nächste, das mache ich jetzt im Schnelldurchgang, ist das Vektorisieren von Fotos. Da verlinke ich euch jetzt oder blende ich euch das Video dazu ein, zu diesem Vektorisieren. Da gibt es ein eigenes Video mit dem gleichen Bild dazu schon, aber wie kann ich das Ganze vektorisieren? Im Schnelldurchgang Pfad, Bitmap nachzeichnen, und hier rechts seht ihr schon das Bild, den Helligkeitsschwellwert, den können wir dann rauf und runter fahren. Hier laufend aktualisieren, mache ich ein Häkchen und dann sage ich anwenden, und schon haben wir das Ganze vektorisiert. Wie gesagt, hier oben habe ich das eingeblendet, das Video dazu. Schaut es euch an, würde mich sehr freuen. Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Vielen Dank dafür im Voraus. Das zum Thema Vektorisieren. Der nächste Punkt ist auch wieder neu. Hier unten links, hier in der Werkzeugleiste, der letzte Punkt ist Dokumentseiten erstellen und bearbeiten. Da drücke ich einmal drauf und sage hier eine DIN A4 Seite, drücke hier das Pluszeichen und schon seht ihr hier eine neue DIN A4 Seite, und das kann ich beliebig oft wiederholen. Das ist auch schon sehr ähnlich dem Scribus, wie auch das vorhin vorgestellte Textwerkzeug, diese Erweiterung, die ich euch gezeigt habe. Das funktioniert ja auch ähnlich wie bei Scribus, und
Das ist auch eine ziemlich gute Erweiterung. Hier könnte ich auch das Dokument verschieben, von 3 auf 2 zum Beispiel. Machen wir hier einen Text rein, Steuerung V. So, diese Seite, die möchte ich jetzt verschieben auf die 1 und dann haben wir das Blatt nach vorne verschoben oder nach hinten, je nachdem, wie man das Ganze möchte. Ja, das war mal eine grobe Vorstellung vom Inkscape 1.2. Wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.